Moin, moin, moin. Dich sieht man auch schon. Also das Thema hat sich schon erledigt. Schönen guten Tag zusammen. Ich hoffe, Setup-mäßig läuft wieder alles so, wie es sein soll. Ihr hört mich, ihr seht mich. Wie ihr seht, ein bisschen anders heute. Das liegt daran, dass wir über Investieren in Krisenzeiten sprechen wollen. Ich muss investieren. Wie investiert man in so einer Marktlage? Deswegen habe ich mir Hilfe geholt. Und die seht ihr hier schon rumrennen und durch die hinter mir. Hier seht, guck mal, wer hier ist. Haben wir gestern bei mir zu Hause. Also ganz komisch, ganz anders, aber also Lisa von Aktiengramm ist da. Und bevor wir, ich stelle mich mal auf diese Seite, bevor wir loslegen, will ich trotzdem obligatorisch natürlich von euch wissen, ob alles so tut, wie es soll. Hört ihr uns gut? Seht ihr uns gut? Da steht noch jemand hinter dir, hat jemand schon ganz gut erkannt. Genau, Lisa war gestern beim Comdirect Finanzblogger Award, genau. Und hast gewonnen. Ja, ich habe den Sonderpreis für die beste Finanzbloggerin gewonnen tatsächlich. Okay, mega. Apropos, ihr müsst auch sagen, ob ihr Lisa gut hört, weil wir haben nur einen Mic. Setup-mäßig sind wir wieder wie am Anfang. Also im Prinzip wieder komplett anfängermäßig unterwegs, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass ich Gäste bei mir zu Hause habe. Mega. Alles prima. Okay, super. Vielen Dank. Lisa solltet ihr kennen, nehme ich an. Ich glaube, sie braucht kein Intro. Wie viele Jahre machst du das jetzt schon? Den Blog mache ich 2 Jahre jetzt. 2 Jahre und war auch schon 2,5 Jahre und war auch schon bei uns im Stream zu Gast. Also sie hat ja schon in einem der ersten Streams, ich glaube der zweite Stream, war sie schon mal zu Gast. Und dein Fokus sind Dividenden. Genau, überwiegend. Das ist so mein Hauptthema, aber auch ETF-Vorstellungen, Unternehmensvorstellungen, alles rund um das Thema Leute zum Investieren motivieren. Mega. Richtig gut. Und weil in Krisenzeiten zu investieren ist eigentlich nicht nur ein Thema für welche Aktien wähle ich oder welche ETFs wähle ich aus, sondern man muss auch ein bisschen, sagen wir mal, seine eigenen Finanzen unter Kontrolle kriegen und gegebenenfalls ein bisschen die wirtschaftlichen Zusammenhänge verstehen, die so passieren. Deswegen habe ich noch jemanden mitgebracht, den Björn. Ich stelle mich mal auf die Seite, weil... Hallo. Ja. Schönen guten Tag. Björn von NASDAQ, beide übrigens im Parkett-Team, falls ihr das noch nicht wusstet. Ich habe mich hier auf die Seite gestellt, wir müssen alle ein bisschen lauter reden, damit das mit dem Mikrofon klappt. Aber so haben wir eine Unterhaltung, die, glaube ich, seinesgleichen sucht, was das betrifft. Ich glaube, es kann eigentlich nur noch übertroffen werden, wenn wir noch jemanden für Aktien dabei hätten, einen Experte, der uns sagen kann, welche Aktien wir kaufen sollen. Das darf er eigentlich nicht machen, aber ganz ehrlich, ich habe ein paar Aktien gekauft, nur weil er sie für gut bewertet hat. Jonathan ist auch noch mit am Start. So, jetzt wird es hier langsam voll. Und ich glaube, der Chat hat noch nie ein krasseres Roster an Promis gesehen, mich ausgenommen. Auch dir herzlichen Glückwunsch, du hast gestern auch gewonnen. Was war bei dir die Kategorie? Die haben, glaube ich, 3, 4 Gewinner gehabt für verschiedene. Es gibt einen Publikumspreis und dann auch Jurypreise. Lisa hat den für den besten Finanzblog der Frauen gewonnen, und ich habe den anderen Preis gewonnen. Der andere ist generell... Der generell. Ja, okay, mega. Genau. Und es gab noch 2 Preise. Das eine war Finanzliebe, ne, die gewonnen haben. Herzlichen Glückwunsch auch an der Stelle. Und wer war Nummer 3? Dagoberts Nichte. Dagoberts Nichte, okay. Auch hier herzlichen Glückwunsch. Ich gucke gleich mal in den Chat, weil da geht ein bisschen viel gleich. Aber wir haben gesagt, wir sprechen heute übers Investieren in Krisenzeiten. Weil da gibt es einige Diskussionen in der Community, da kommen Fragen rein, bei euch sicherlich auch. Als Person in der Finanzindustrie mit entsprechend Reach habt ihr sicherlich einige Fragen. Was sind denn da so die Fragen, die ihr vielleicht am ehesten bekommt, die ihr adressieren würdet? Also aus meiner Sicht ist die große Klammer oder Gemeinsamkeit, dass eine Unsicherheit entsteht. Ja? Die Unsicherheit entsteht ja schon deshalb, weil die Medien immer negative Nachrichten haben, leider, was den vorhandenen Krieg in Europa angeht, aber auch was die
daraus resultierende Kettenwirkungen angeht. Wir kaufen jetzt Energie woanders ein, wir bekommen nicht mehr genug Energie, die Knappheit führt zu extremen Preissteigerungen. Energie ist überall drin, also auch in irgendeinem Glas im Supermarkt, wo Gurken eingelegt sind. Alleine dieses Glas herzustellen, da wird eine Menge Strom verbraucht. Das muss mit dem Lastwagen transportiert werden, das muss dann teilweise gekühlt werden im Supermarkt oder so. Ja. Und das alles addiert sich auf. Und am Ende, auch wenn man selber kein riesen SUV hat, sondern mit dem Fahrrad zum Einkaufen fährt, die Energiepreise, die werden in allen Produkten mit reingepreist. Und das geht hoch. Und das merkt man jetzt ja. Habe ich überhaupt noch genug, um meine Kosten zu bedienen? Wie viel kann ich noch sparen? Wie sicher ist mein Job? Kommen wir jetzt in eine Rezession rein? Und diese ganze Unsicherheit mit den negativen Nachrichten, ja, die ist, glaube ich, das, wo es gerade am stärksten drückt in der Krise. Und dann kommt es halt darauf an, was wir daraus machen. Ja. Ja. Das ist dann entscheidend dafür, ob wir in 5 oder 10 Jahren in Richtung unserer Ziele kommen oder ob wir uns jetzt so stark verunsichern lassen, dass wir in eine Emotionalität kommen, die dann irgendwelche panikartigen Reaktionen auslöst und die dann natürlich mittel- und langfristig nicht optimal sind. Ja, also ich habe es in meinem Freundeskreis auch mitgekriegt, dass manche Leute tatsächlich aufgehört haben zu investieren, also alles verkauft haben, liquidiert haben. Und dazu kurze Note an, was die Agenda betrifft, und dann zeigen wir eine Statistik aus der Community. Zum einen, ich bin eher eine passive Rolle. Ich stelle eure Fragen, okay? Wenn ihr im Chat irgendwas wissen wollt von den dreien, besonders auf das Thema Investieren in Krisenzeiten im aktuellen Markt, schreibt es rein. Ich stelle auch meine eigenen Fragen. Das heißt, ich bin hier eher die Person, die Fragen stellt, und wir haben 3 Experten hier. Die Chance kriegen wir nicht so häufig, deswegen haut alles raus. Von der Agenda her, wir machen das 20 Minuten, eine halbe Stunde. Jonathan können wir auch nicht allzu lange aufhalten heute. Und später machen wir den Kram, den wir üblicherweise am Anfang machen, nämlich Parkett, Updates, Features, was kommt als nächstes und so weiter. Das machen wir heute am Schluss, damit wir hier nicht 3 so busy und prominente Leute hier sitzen haben für eine halbe Stunde, bis wir das erledigt haben. So viel zur Agenda. Dann würde ich sagen, starten wir mal kurz mit der Statistik, die wir rausgesucht haben vorher. Nämlich, warte mal, ich teile kurz den Screen mit euch. Solltet ihr jetzt sehen, das sind die Volumen, das ist das Volumen der Käufe, Verkäufe, Dividenden und so weiter der Parkett-Community. Und das sind nur verifizierte Transaktionen. Das heißt, wir hatten im Januar 2022 120 Millionen investiert, also gekaufte Wertpapiere von der Parkett-Community und wirklich verifizierte Transaktionen, also was über PDFs kam, nicht CSV oder manuell eingetragen. Und wie man sieht, ist es stetig runtergegangen, also falls es ein bisschen zu dünn ist oder zu klein, ich sag's gerne, wir sind im August, den kompletten August waren es dann 55 Millionen, also knapp halbiert. Und die Verkäufe, die sind aber auch runtergegangen, also nach wie vor wird mehr gekauft als verkauft, was gut ist. Aber die Differenz hat sich auf jeden Fall ein Stück verkleinert. Und das hatten wir vorher schon ein bisschen diskutiert, ja, was das heißt, was das für Auswirkungen sind und so weiter generell. Wie schätzt ihr das ein, die Statistik der Parkett-Community, wenn sie aktuell immer noch überwiegend am Kaufen sind? Ist es generell schon mal ein gutes Zeichen oder vom Mindset her? Vom Mindset her immer ein gutes Zeichen zu kaufen. Das heißt wahrscheinlich, dass man den Vermögensaufbau langfristig für sich als wichtig empfindet. Aber wir haben ja auch jetzt gesehen, dass das Kaufvolumen, sage ich mal, abnimmt. Das spiegelt in jedem Fall dann irgendwie auch die aktuelle Lage wider, wie man das erlebt, vor allem auch im ganzen Finanzinfluencer-Bereich, Finanzblogger-Bereich. Dass Leute anfangen, ihre Sparraten, die sie vielleicht mal festgelegt hatten, dann doch irgendwie zu reduzieren aktuell in der Phase, weil man nicht weiß, was kommt, weil man nicht weiß, ob man nächstes Jahr noch die Energienebenkosten, sage ich mal, bezahlen kann. Oder weil man sich sagt, okay, jetzt diese Unsicherheit, die jetzt kam durch den Krieg, durch was auch immer, da jetzt doch nochmal einen größeren Puffer haben zu wollen, das fällt dem einen oder anderen jetzt vielleicht auch auf, dass man sagt, okay, ich habe gar nicht die richtigen Rücklagen, ne? Keinen richtigen Notgroschen oder so, wie man es auch schön nennt. Ja, das ist so ein bisschen, also ich sage, die Statistik könnte ich so vom Gefühl her auf jeden Fall unterschreiben. Also ich habe da keine allgemeine Statistik drüber oder so, aber ich fokussiere mich ja auch eher auf ausschüttende Titel, du auch. Ist das runtergegangen Anfang des Jahres zu heute? Also haben Unternehmen da mehr? Ich habe jetzt ehrlich gesagt das nicht so wahrgenommen, dass da jetzt groß aktuell schon was gekürzt ist, aber es ist natürlich schon so dieses Sentiment, dass die Leute einfach Angst haben, dass Kürzungen passieren können. Das würde ich schon sagen, aber
ja, es kommt natürlich darauf an, wie langfristig man dann ausgerichtet ist. Wie ist es bei dir mit den Analysen? Hast du da, also es gibt natürlich Unternehmen, die ein bisschen in Trouble sind, jetzt Anfang des Jahres bis jetzt, aber würdest du sagen, Verkäufe oder sinkt die Qualität der Unternehmen aktuell durch die Marktphase? Ja, also erstmal wollte ich nochmal sagen, das ist hier eine Luxusfrage, ob man noch etwas in das Depot packen kann oder nicht. Viele haben auch einfach mit der wirtschaftlichen Realität zu kämpfen, dass sie für ihre Familie, für sich selbst das ganze Einkommen benötigen. Das ist dann auch in Ordnung in so einer Zeit, wenn man da einfach investieren möchte in seine Familie. Wer aber trotzdem nach auch einem Hinterfragen der Ausgaben noch eine gewisse Sparrate halten kann, ist in einer sehr glücklichen Situation aktuell. Dessen muss man sich bewusst sein. Deswegen, das ist auf keinen Fall zu verurteilen, ganz im Gegenteil, diese Statistik zeigt einfach die neue Realität, die wir wirtschaftlich haben. Ne? Dass wir einfach mehr Geld für Energie ausgeben müssen und dementsprechend weniger übrig ist, um eben andere Dinge hier zu tätigen. Es ist aber auch falsch, jetzt auf viele Jahre hinweg die Altersvorsorge, den Vermögensaufbau zur Seite zu schieben, weil dann kommt man irgendwann im Alter eher so richtig in die Probleme. Ja? Deswegen aus meiner Sicht ist das jetzt auch eine Zeit, wo Prioritäten neu definiert werden und wir vielleicht ein bisschen weggehen von dem übertriebenen Konsum, möglichst viel zu konsumieren, das man eigentlich gar nicht braucht, gar nicht will, einfach nur um irgendwie anzugeben oder wieder was gekauft zu haben und hin zu einem nachhaltigeren Konsum zu gehen. Also das ist auch das, was ich selbst versuche. Das heißt, wenn ein Produkt vielleicht sehr hochwertig gemacht ist und 2- oder 3-mal länger hält als das billige, dann kaufe ich das auch, wenn es etwas teurer ist, weil ich einfach nachhaltiger konsumieren möchte. Und das ist eigentlich auch eine große Chance, sich von den Sachen zu befreien, was einen eher belastet und dann eben neu zu überlegen, was macht meine Familie und mich wirklich glücklich und kann ich nicht doch auch noch ein bisschen trotz der Unsicherheit, trotz der schwierigen Zeiten noch in meine Zukunft zurückzulegen. Denn am Ende zeigt ja auch so eine Phase wieder, wie wichtig es ist, finanzielle Rücklagen zu haben, dass man auch dann noch agieren kann. Aber jetzt, um auf deine Frage einzugehen, somit ja, ich beobachte ja etwa 25 Unternehmen aktuell, mache auch immer quartalsweise Updates. Beispielsweise die Betreiber von Waschanlagen, da gibt es börsennotierte Ketten, so wie es bei Fastfood-Ketten gibt, die merken das schon erheblich stark. Also da gehen einfach weniger Leute jetzt ihr Auto waschen in so einer Waschanlage, weil man kann weiterhin fahren, man hat keinen großen Verlust an Lebensqualität und das merkst du dann einfach in der Umsatz- und Gewinnentwicklung. Und ich glaube, das ist etwas, was jetzt in den nächsten Monaten noch ganz massiv reinprasseln wird, weil einfach kaum ein Unternehmen in der Lage sein wird, die ganzen gestiegenen Strom- und Energie- und Gaspreise sofort an die Kunden weiterzugeben. Umgekehrt, die Unternehmen, die das schaffen, die beweisen, dass sie eine wirkliche Pricing Power haben und von besonders hoher Qualität sind. Also es ist auch jetzt eine Zeit, um zu erkennen, welche Unternehmen wirklich stark sind, auch in so einem Umfeld. Und also du hast es richtig gesagt, finde ich, dass man erstmal den Luxus haben muss, überhaupt zu investieren. Dann kann man sich entscheiden, wo rein. Ich persönlich kann sagen, ich versuche meine Sparpläne weiterlaufen zu lassen an sich und vielleicht auch den einen oder anderen Einmalkauf zu tätigen, wenn ich bin da absolut kein Experte, aber wenn ich der Meinung bin, das Unternehmen will ich sowieso halten, bis ich in Rente gehe, dann kaufe ich nach, vor allem wenn es ausschüttend ist, weil ich es ein bisschen günstiger bekomme. Aber ich finde die Frage interessant, weil ich habe mir vorher nicht Gedanken gemacht im Sinne von, ich baue mir ein Cash-Polster auf für so einen Fall. Oder zumindest geht es mir so, wenn ich mich freue zu investieren, wenn mir das Spaß macht, dann mache ich das eigentlich mit jedem Euro, der mir zur Verfügung steht. Und dann sind genau solche, also jetzt nicht unbedingt ein Notgroschen, aber alles, was ich sowieso investieren will, halte ich eigentlich nicht zurück. Und dadurch ist es so, dass wenn so eine Phase kommt, wo man theoretisch Schnäppchen machen kann oder einfach generell Cost Average ein bisschen besser ausnutzen kann, dann fehlt mir das Cash einfach. Und wir haben es vorher im Vorfeld schon gesprochen, den Notgroschen sollte ich nicht dafür verwenden. Oder? Na, nehme ich mal schwer an, egal wie gut es läuft. Oder musst du Björn fragen, was für ein Schnäppchen es ist. Aber wie kann ich mich auf so eine Situation ins nächste Mal vorbereiten? Also haltet ihr immer ein bisschen Cash zurück für sowas oder wie macht ihr das? Soll ich anfangen? Ja, fang einfach mal an. Also ich bin im Prinzip eigentlich immer investiert, also auch voll investiert und mache das einfach über meine Sparpläne, egal was gerade passiert, sage ich mal, also einfach stur und stetig, monatlich, ganz normal. Das einzige Mal, dass ich das genutzt habe, so mit einer Cash-Position und dann wirklich ein bisschen mehr auf einmal in einer Crash-Phase investiert, war im Corona-Crash tatsächlich. Also ich habe mich damit aber auch wohlgefühlt, muss ich sagen, und das ist auch etwas,
was ich für mich jetzt rausgefunden habe, dass ich das gut machen kann, dass mir das jetzt ich da nicht in Panik verfalle oder sowas. Und das würde ich auch wieder tun, wenn ich sozusagen meinen Cash-Polster wieder aufgebaut habe. Aber das habe ich aktuell nicht. Also bisher oder jetzt aktuell investiere ich einfach wie immer per Sparplan. Mhm. Und ihr? Ja, es ist ein schwieriges Thema. Ich denke, das ist sehr individuell. Ich unterscheide da gerne zwischen einmal, ich sag mal, Notgroschen, der vielleicht dazu da ist, um ein kaputtes Auto, falls man eins hat, oder so zu überbrücken, Ausgaben, wofür man sonst einen Kredit aufnehmen müsste, vielleicht, zum Konsumkredit, sind üblicherweise sehr teuer, sollte man vermeiden. Aber Investitionsreserven bilde ich nicht. Ja? Und bei mir ist aktuell so, ich habe aktuell quasi keinen Notgroschen, ich habe keine Investitionsreserve, auch wenn man es quasi nicht empfiehlt. Es kommt aber dazu, ich lebe aktuell sehr, sehr günstig. Ich bin Student, ich bin in einer WG, ich habe kein Auto, ich habe sehr geringe Lebenshaltungskosten. Und das Schlimmste, wenn ich alles verliere, einen Job, das Einkommen, was ich habe, dann müsste ich quasi irgendwie einen 400-Euro-Job oder so, sage ich mal, bekommen und würde über die Runden kommen. Entsprechend ist es für mich dann auch kein Problem, voll investiert zu sein. Währenddessen ist für einen, der eine Familie zu versorgen hat zum Beispiel, da sollte man immer wahrscheinlich ein bisschen mehr Cash halten. Problem bei einer Investitionsreserve für mich ist, wenn viel Cash da ist, man weiß nicht so richtig, wann man dann investieren soll. Dieses Cash auf dem Konto, das erzeugt Opportunitätskosten, ja, das könnte investiert sein, die ganze Zeit irgendwie, ich sag mal, arbeiten, tut es dann an der Stelle nicht. Ja, und das ist so ein bisschen diese Abwägung. Also, ich weiß nicht, vielleicht, Jonathan, wie machst du das? Erzähl ja, ich habe tatsächlich mehr Cash-Rücklagen. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen versuche ich ja ein Unternehmen aufzubauen und da ist einfach viel Unsicherheit verbunden. Wie gut das klappt das überhaupt? Auf der Zeitachse, wie viel Zeit benötige ich da? Und dann schlafe ich besser und fühle mich besser damit. Zum anderen ist es aber auch so, ich hatte im März relativ spät eingeschätzt und bin selbst überrascht worden von den Aktionen Russlands. Ich war in Gazprom investiert, ich habe sie dann auch verkauft, als sie noch gehandelt wurde. Einerseits moralisch, weil ich das nicht unterstützen kann, andererseits aber auch, weil für mich eigentlich mehr oder weniger klar war, wir werden keine Geschäfte mehr mit einer Nation machen, die so aggressiv gegenüber anderen Nationen vorgeht. Und deswegen, bevor das alles eingestellt wurde mit russischen Aktien, bin ich da noch raus und so haben sich eben verschiedene Themen ergeben bei mir, weshalb ich jetzt aktuell vielleicht 20-30% Cash habe. Ja. Ich bin aber niemand, der immer von 0 auf 100 wieder hoch und wieder auf 0 und so weiter. Aber wenn es eben etwas gibt, eine Übernahme, dass man ausgezahlt wird oder man hat etwas verdient, gespart, packt das auf das Konto oder hier musste ich mal verkaufen, ja? Also es war einfach mein Drang zu verkaufen, dann habe ich eine Position an Cash. Und dann lasse ich mich nicht irgendwie in eine Eile bringen. Ja? Da verfalle ich nicht in eine Torschusspanik, sondern schaue ganz klar, gibt es gute Chance-Risiko-Verhältnisse und wenn ja, dann würde ich das wieder investieren. Ich habe seit März eigentlich fast gar nichts gekauft. Ich habe ein bisschen 2G Energy gekauft, ich habe Energiekonto, also ich habe ein bisschen im Energiebereich gekauft, weil ich geglaubt habe, dass da einfach weiter Chancen gibt. Ich glaube auch, da gibt es jetzt viele Chancen. Aber ich bin eher so ein Investor, das habe ich auch 2020 schon gemacht, wenn man wirklich einen großen Impact sieht auf die Volkswirtschaft, dass ich erstmal warte, bis ich das Gefühl habe, es wird berechenbarer. Dann laufen die Sachen vielleicht schon wieder ein bisschen hoch, aber es gibt immer noch genug Werte, die immer noch günstig sind. Ja. Ich bin niemand, das habe ich aufgehört, der jetzt sofort jedes Prozent runter und dann muss ich sofort wieder was investieren und dann geht es wieder 1% und ich muss wieder investieren. Ich bin da eigentlich total geduldig und ich glaube, es gibt immer Gelegenheiten, also es rennt einem auch nichts dermaßen davon. Ich habe einfach auch persönlich schon den Glauben, dass das etwas ganz, ganz Starkes ist, in dem wir drin sind. Ich glaube, wir können das schaffen, wir werden das schaffen, aber wir werden schon noch die eine oder andere Schramme abbekommen. Ja. Und ich glaube, das wird noch unterschätzt. Ja. Ich finde es super interessant und vor allem super stark oder beeindruckend. Mir geht es so, oder ich wollte immer rausfinden, bin ich jemand, der verkauft, wenn es runtergeht, und da habe ich zumindest jetzt durch den Corona-Crash und was aktuell passiert, über mich gelernt, das ist nicht so. Also in keinster Weise mache ich mir Sorgen, wenn mein Portfolio irgendwie 20% runtergeht oder so. Ich kaufe eher nach. Aber das schaffe ich bisher nicht, dass wenn ich verkaufe, dass dann sagen wir mal 20% von meinem normalerweise investierten Kapital Cash da liegt und ich keine Torschuss. Also da drängt es in mir, das wieder zu investieren, und dann gehe ich auch auf die Suche und so weiter oder investiere es einfach in die normalen. Also ich müsste nur noch ganz kurz eine Sache ergänzen, das hat der Björn schon schön gesagt. Wir verfolgen andere unterschiedliche, jeder von uns hat eigene finanzielle Ziele und ein anderes
Bild von der Zukunft und eine andere Anlagedauer und einen Anlagebetrag und Chancen und Risiken und Wissen und so weiter. Deswegen, es wäre Quatsch, wenn wir alle die gleiche Antwort geben. Ja. Aber mein persönliches Ziel ist es, irgendwann nur noch 1- bis 2-mal im Jahr eine Aktie zu kaufen, nachzukaufen oder neu zu kaufen, weil ich einfach warten will auf eine wirklich gute Gelegenheit und die dann aber auch wieder viele Jahre begleiten. Und ich habe ja auch schon einige Werte im Depot, sodass ich einfach sehr, sehr wenig tauschen möchte und sehr stabil einfach auf Kurs bleiben möchte, die Unternehmen bei Wachstum und Wertschöpfung begleiten möchte und ab und an, wenn was ganz extrem überteuert erscheint, auch mal was gebe, aber nicht oft. Ja. Und umgekehrt auch nur sehr ab und an dann auch was Neues kaufe. Ich möchte also wirklich ein sehr, sehr ruhiges Depot führen. Und das ist halt mein Ziel, dahin zu kommen, also das sogar noch weiter zu reduzieren. Aber das muss jeder für sich herausfinden. Ich bin genauso sehr, und ich glaube, dass für die allermeisten Zuhörer und Zuhörerinnen, beispielsweise der ETF-Sparplan, jeden Monat Teil vom Gehalt sparen, ist eine super Sache. Ja? Bei mir ist das gerade nicht möglich, weil ich ja etwas aufbaue. Ich kann nicht jeden Monat was sparen. Das wollte ich gerade fragen. Bei dir ist es, du hast keinen Sparplan laufen. Genau, aber wenn jetzt jemand einen wirklich sicheren Job hat und was sparen kann, da spricht überhaupt nichts dagegen. Dann würde ich es wahrscheinlich ähnlich machen. Ja. Sind unsere Jobs sicher? Ich weiß nicht. Also wenn ihr das Paket-Abo abschließt, dann bleiben unsere Jobs sicher. Ihr rettet damit mindestens drei Menschen, wahrscheinlich mehr. Nein, aber was Jonathan sagt, 100% richtig, stimme ich voll und ganz zu. Ich denke, jemand, der einen ETF-Sparplan hat, regelmäßig was vom Gehalt spart, der sollte sich nicht verrückt machen lassen, jetzt nicht anfangen, irgendwas zu kürzen, wenn er sich das leisten kann. Ja, das hatten wir ja schon das Thema. Und da spielt die Strategie eine entscheidende Rolle. Picke ich irgendwelche Einzelaktien, sage ich mal, und warte auf kaufenswerte Gelegenheiten, ja, dann muss man da vielleicht ein bisschen warten, ein bisschen gucken, aber hast du irgendwie den langfristigen ETF, Welt-ETF, sage ich mal, dann ja, hast du da auch Faktoren drin, die du nicht beeinflussen kannst. Interessant, was ich jetzt einwerfen möchte noch, wir hatten viele Spanier, zum Beispiel MSCI World, sehr viele amerikanische Aktien drin. Und wir hatten jetzt ja in dem ganzen Jahr ungefähr einen starken Wertverlust vom Euro, sage ich mal, gegenüber dem US-Dollar. Ja? Also der Wechselkurs, damals hast du für 1 Euro noch 1,20 Dollar bekommen. Jetzt bekommst du für 1 Euro, ich glaube gerade, ich kann den aktuellen Stand nicht, 98 Cent in Dollarcent. Und ja, da muss man auch, das ist halt ein Faktor in der aktuelle, ich sag mal, die Marktlage, in der wir aktuell sind, ist für uns doch gar nicht so schlimm, wenn ich hauptsächlich, sage ich mal, da drüben investiert bin. Für einen Amerikaner, der alles in US-Dollar betrachtet, sieht die Lage theoretisch noch schlechter aus. Also da gibt es auch Faktoren, einfach, wo ich sage, ja komm, lasst euch nicht verrückt machen, der Wechselkurs kann hierhin laufen, dahin laufen, ja. Ob dann irgendwer interveniert, naja, das ist noch ein ganz anderes Thema und noch ein bisschen komplizierter. Ja. Wir haben einige Fragen im Chat. Also zum einen, viele haben geschrieben, dass sie auch voll investiert sind. Dazu noch ein letzter Punkt bezüglich Cash zu haben, um, sagen wir mal, solche Möglichkeiten wie jetzt zu nutzen. Wenn man es dann als Möglichkeit sieht, das ist auch nochmal das. Bei mir zum Beispiel sammeln sich die Dividenden an. Die reinvestiere ich nicht automatisch und auch nicht regelmäßig, sondern ich habe meine Sparpläne laufen und es ist immer Kapital, das ich auch aufs Verrechnungskonto überweise, auch automatisch. Die Dividenden sammeln sich an und wenn es dann was gibt, eine neue Aktie oder eine bestehende Aktie rutscht runter und ich denke, warum ist die 20% gesunken, ich will die weiterhalten, dann kaufe ich nach damit. Aber das passiert wirklich selten, dass ich das mache, deswegen ist es dann auch ein bisschen, aber es ist auch nur ein bisschen, also ich kann keine großen Sprünge damit machen. Wie ist es bei dir? Ich habe im Prinzip ein Tagesgeldkonto und da laufen kleinere Beträge monatlich auch drauf, also auch per Sparplan tatsächlich und dann nutze ich das zum Investieren eventuell. Aber das ist jetzt auch ja, nicht eine große Summe, sondern einfach monatlich ein kleiner Sparplan, der dann immer wieder meine Cash-Position aufbaut sozusagen. Und deine Dividenden reinvestierst du kontinuierlich? Ja, indirekt über die Sparpläne monatlich auch, genau. Und davon fließt sozusagen halt auch ein Teil auf das Tagesgeldkonto. Ah, ja. Und genau, dann ist es so ungefähr ausgewogen. Okay, interessant. Ich komme mal zu ein paar Fragen hier im Chat. Und Leute, sowas passiert nicht alle Tage, dass wir hier so eine Kompetenz haben. Deswegen drückt diesen Like-Button, okay? Das können wir hier nicht akzeptieren, dass der so weit unter den View-Zahlen ist. Also, ganz sehr interessante Frage hier. Splash Jones, wie steht ihr zu Kredit aufnehmen, um zu investieren, um sehr langfristig zu profitieren? Nur in eine Höhe, dass man ihn ohne große Einschnitte in der Lebenshaltung zurückzahlen könnte. Vielleicht kann ich dazu was sagen, der das gemacht hat. Tatsächlich schon mal. Ja, krass. Im Grunde kommt das natürlich auf die Kreditkonditionen an. Ja? Also wenn du einen, ich sag mal, extrem günstigen Kredit aufnehmen konntest, zu einem sehr, sehr geringen Zins, der nicht variabel ist, ja, sondern fest,
und du glaubst, also in den Zeitraum, wo der Kredit läuft, auch wenn du den Kapitalabfluss, sage ich mal, den du vielleicht an Raten, wenn es ein Ratenkredit ist, bezahlst, wenn du das nutzt, kann Sinn machen. Ja? Also kann Sinn machen, sollte man nicht verteufeln. Ja, aber es ist eine sehr individuelle Entscheidung. Es würde jetzt hier zu lang laufen, um zu sagen, oh ja, das würde ich jetzt jedem empfehlen. Weil die meisten Wertpapierkredite, die es zum Beispiel gibt bei einigen Banken, sind so teuer, dass sie sich im Zweifel, würde ich jetzt mal so sagen, langfristig eher weniger lohnen. Beziehungsweise am meisten für die Bank. Ja. Aber ja. Ich finde es auch, also keine Ahnung, ich habe mittlerweile eine Abneigung gegen Kredite entwickelt, überhaupt gegen Schulden. Ich weiß, es gibt gute und schlechte hier und da, aber ich hatte so lange Schulden und nichts gespart ist. Mein Einkommen ging quasi rein und raus. Also das jahrelang, bis ich 29 war und ich habe gut verdient. Das heißt, ich habe alles in Konsum gesteckt, es ist sofort rausgeflossen. Ich bin eher immer mit ein bisschen Minus geendet, 100 Euro Minus oder 200 Euro Minus und hatte quasi nichts gespart und einen Haufen Schulden. Und seitdem, also seit ich mich dann angefangen habe, damit zu beschäftigen und Bücher gelesen habe und Finanzfluss und Aaron, Homo economicus, der hat damals auch angefangen, das hat mich extrem inspiriert einfach. Da habe ich so eine richtige Abneigung gegen Schulden entwickelt, schnell raus. Mittlerweile bin ich komplett schuldenfrei und ich will ehrlich gesagt für nichts, also ich zahle auch nichts auf Raten oder irgendwas, will ich Schulden aufnehmen. Also ich würde auch, so dumm es klingt, aktuell denke ich mir sogar, ich will keine Immobilie kaufen deswegen. Jetzt mal vom Immobilienmarkt ganz abgesehen, aber wenn ich mir überlege, ich hätte gern mal eine Immobilie als Investment, wie würden wir es machen? Dann hätte ich ehrlich gesagt am liebsten die Kohle Cash auf der Seite, um dann zur Bank zu gehen und zu sagen, gib mir mal einen Kredit, weil wenn ich das investiere, habe ich einen größeren Return, als ihr Zinsen verlangt. Dann macht es für mich Sinn, weil dann weiß ich, ich kann es mir leisten offiziell. Aber das ist bei einer Immobilie halt ein bisschen Wunschdenken, bei mir zumindest aktuell. Deswegen, ja, das ist gar kein Thema. Aber gegen Schulden habe ich eine richtige Abneigung entwickelt, muss ich sagen. Also würde ich nie machen. Aber nicht, weil ich Experte dazu bin, sondern einfach, weil ich den Druck nicht möchte. Nicht mal ansatzweise. Ich habe auch das Gefühl, wenn man schuldenfrei ist, ist das ein Stück Freiheit einfach. Ja, vielleicht noch zwei Themen dazu. Die Phase der billigen Kredite ist vorbei. Es kann sein, dass Kreditzinsen weiter nach oben gehen. Davon ist Stand heute erstmal auszugehen. Es ist ja das Umgekehrte jetzt der Fall. Es wird immer attraktiver, auch tatsächlich Cash wieder zu halten. Zumindest die USA signalisieren, dass sie die Zinsen weiter hoch nach oben fahren möchten. Wir sind jetzt bald bei 4% und das ist jetzt bald, also das ist schon wieder eine Verzinsung. Ja? Klar muss man wieder Kapitalertragssteuer zahlen. Natürlich haben wir eine hohe Inflation, aber die Zinsen werden weiter angehoben werden, solange die Inflation hoch ist. Das heißt, das kann sich auch irgendwann annähern. Und dann haben wir plötzlich sogar mehr Zinsen als Inflation. Also von dem her, Kredite werden sehr, sehr teuer werden. Und es gibt noch etwas anderes. Wenn man einmal damit beginnt, seine grundsätzliche Anlagestrategie zu ändern und zu hebeln, was man ja letztlich tut, dann könnte passieren, dass man das in Zukunft immer mehr und immer stärker macht, auch weil es vielleicht die ersten 1-2 Mal aufgegangen ist und beim dritten Mal verhebelt man sich dann, verliert dann plötzlich doch den Job oder irgendwas passiert oder es geht nochmal runter und man fällt doch in Panik und dann hat man mehr Geld investiert, als man Eigenkapital hat, verkauft es dann noch weiter unten und dann hat man richtig viel vom Vermögen wieder aufgezehrt. Also es ist ein sehr gefährliches Spiel, wenn man als Beamter eine Beamtenstelle hat, kann nicht viel passieren, weil man mehr oder weniger unkündbar ist, aber das trifft eben nicht auf jeden zu. Also es ist ein sehr, sehr gefährliches Spiel. Ja, finde ich auch. Ich hoffe, das hat die Frage soweit beantwortet und Nils hat eine sehr interessante weitere Frage. Da würde ich auch die zumindest nicht komplett beantworten, aber meinen Take dazu geben. Nils fragt, was würdet ihr mit einer Gehaltserhöhung machen, wenn ihr das Geld derzeit nicht zum Leben braucht? Sparpläne erhöhen, Cash-Konsortenergebnisse, alles verkonsumieren. Nee, das Allerwichtigste daran ist, und das habe ich auch, wie gesagt, viel zu spät gelernt, erst kurz vor meinen 30ern, dass, und in Björns Alter, beziehungsweise wenn ihr erst reinkommt ins wenn ihr jung seid, ins Unternehmertum, ins Arbeiterleben, dass ihr euren Lebensstandard noch so niedrig haltet wie davor, Student oder was auch immer, so niedrig wie es geht und dann vom Gehalt, wenn ihr euch was gönnen wollt, zumindest ist es meine Devise dann geworden, aber leider erst mit Ende 20, 10% von dieser Gehaltserhöhung nehme ich für Lifestyle. Da können wir dann, was weiß ich, egal was es ist, was man sich also überlegt, aber 90% gehen auf die Seite. Erstmal aufs Tagesgeldkonto, aber ob es ein Sparplan ist oder sonst was, das können dann die Experten beantworten. Aber bei mir definitiv den Lifestyle-Creep so minimal wie es geht halten, weil wenn du ihn mal erhöhst,
ist es ultra schwer wieder runterzukommen. Was wegzunehmen ist immer 1000-mal schwerer als zu erhöhen. Und ich habe das gemerkt, also ich habe es ja vorhin gemeint, 100% von meinem Einkommen rein und wieder raus. Und das zu ändern ist super, super painful, weil man dieses Verzichtsgefühl hat. Aber wenn ihr es gar nicht erst erhöht, wenn ihr den Lifestyle gar nicht erst erhöht, dann ist es viel, viel, viel leichter. Und wenn ihr das mit Anfang 20 anfangt, dann geht es euch mit 30 sehr, sehr viel besser als mir. Somit, ich müsste langsam los. Ja. Ich hätte doch noch deinen Börsentipp, den du wolltest, den ich eigentlich nicht geben darf. Der lautet, also in den letzten 1-2 Jahren lautete der, lasst euch nicht von der Gier verleiten. Ja, passt auf, das wird nicht alles endlos so stark und so schnell steigen, insbesondere bei Unternehmen, die noch gar keinen Cashflow haben und schon extrem hohe Bewertungshöhen. Ja. Jetzt ein bisschen das Umgekehrte, lasst euch nicht von den ganzen negativen Nachrichten permanent runterziehen, unterschätzt nicht, wie anpassungsfähig wir alle sind, als Menschen, aber auch als Unternehmen, aber auch als Gesellschaften. Ja. Das kann schon noch eine tiefe und schwere Krise werden, aber wir werden irgendwann das Tal gesehen haben und es geht wieder aufwärts. Und am Ende gilt auch, je größer die Herausforderung, desto größer die Chance. Ja. Und beim Investieren, auch in Einzelaktien, investiere in eine Zukunft, an die du glaubst. Ich werde weiterhin beobachten, jetzt beispielsweise die Gebäudeisolierer, also sowas wie Sto, Steico und so weiter. Wenn die Leute 1-2 Jahre diese Heizkostenrechnungen bekommen, da wird doch jeder Eigentümer überlegen, wie komme ich von diesem Energieverbrauch runter, um von den hohen Heizkosten runterzukommen. Also nicht da zu schauen, was ist am allerstärksten gefallen. Das ist sehr, sehr gefährlich. Eine Unipo oder so, wo jetzt gerade eine Verstaatlichung im Gang ist, gefährlich, solche Unternehmen, die ganz arg getroffen sind. Eher zu überlegen, wenn wir jetzt eine neue Zukunft haben, uns anpassen werden, was werden wir dann stärker brauchen? Und welche Unternehmen sind da gut positioniert? Und auch wenn die dann nur etwas weniger gefallen sind als der allgemeine Index, wenn dort dann die Unternehmensentwicklung nach oben dreht, dann ist das spannender und trägt auch dazu bei, dass man eben ein Portfolio hat, das davon profitiert, dass wir eine gute Zukunft haben. Mega guter Tipp. Das wäre da noch mein Tipp und dann gehe ich jetzt los. Genau. Vielen Dank, dass du da warst. Genau, also weiß nicht, wie ihr Danke sagen könnt, aber du kannst vielleicht noch kurz erzählen, wie man dich findet im Netz. Einfach abilitator.de eingeben. Ich schreibe das noch in den Chat und wir sehen uns später noch. Wir sehen uns noch. Super. Bis dann, Jonathan. Ciao. So, genau, wir können ein bisschen zusammenrücken, denke ich, bildmäßig. Das kannst du vielleicht auf die andere Seite gehen. Nee, ihr müsst nah am Mikro sein, das ist wichtiger, glaube ich. Sehr gut. So kriegen wir es hin. Und ich hau noch kurz die Webseite in den Chat. Vielleicht könnt ihr, wenn ihr wollt, noch ein bisschen drauf eingehen, auf die Frage, ne? Sparplan, 10% und so weiter. Wie habt ihr das in der Vergangenheit gemacht? Wie macht ihr es aktuell? Möchtest du zuerst was? Also ich habe im Prinzip gar nicht eine prozentuale fixe Summe, sondern einfach alles, was übrig bleibt, im Prinzip investiere ich tatsächlich. Also ich habe das jetzt nicht nach Prozenten ausgerichtet, aber so meine Sparquote ist, glaube ich, insgesamt vergleichsweise schon relativ hoch. Also ich habe schon so 30-40% vom Gehalt wirklich als Sparquote, wobei man sagen muss, dass durch die Dividenden, die so reinkommen, ist es auch nochmal quasi Geld, was reinkommt, sodass ich meinen Sparplan einfach auch entsprechend hoch machen kann, gemessen am Gehalt. So, ja. Das, Prozente vom Einkommen finde ich auch immer eine interessante Metrik. Da war ich auch sehr, sehr stolz drauf, als ich 60% erreicht habe. Dann habe ich ein Kind gekriegt. Dann ging das alles im Bach runter, die Sparquote. Aber let's see. Vielleicht kriege ich es wieder hin in 2-3 Jahren. Ja, also ich finde dieses mit den prozentual am Einkommen nicht verkehrt. So habe ich es gemacht, werde ich wahrscheinlich in der Zukunft wieder so machen, aber ich sag's mal so, ab und zu gibt es da immer mal, dass man irgendwo überschießt, ne? Entweder konsumiert man mal mehr oder vor allem man darf halt auch nicht vergessen zu leben. So, bei mir geht es schon fast eher ins Extreme oder ging es auch teilweise mal ins extreme Sparen über, das ist halt auch nicht gesund. Man muss dann eben auch leben, ja, und sich da so ein bisschen zu sagen, ey, guck mal, ich bediene meine Sparpläne zuerst, ich bezahle alle meine Fixkosten zuerst und danach habe ich auch ein Budget, was ich dann einfach auf den Kopf hauen kann, um mal essen zu gehen, um mal Spaß zu haben, ja, das finde ich ganz wichtig und da finde ich diese Budget festlegen so ein bisschen nicht verkehrt und vor allem halt Sparpläne und Fixkosten zuerst bedienen und dann kann man immer noch anpassen, okay, kann ich jetzt noch ein bisschen mehr sparen oder will ich noch was zukaufen oder so? Das ist so ein bisschen die immer vom Rest leben und nicht vom Rest investieren. Genau, das ist super wichtig, denke ich auch. Da gab es auch noch ein paar Kommentare im Chat.
Es gab mal eine goldene Regel, wer 3 Monatsgehälter auf der hohen Kante gelegt hat, wird nie wieder arm. Auch interessant, ich habe es zwar so nicht gehört, aber ich habe auch überall gelesen, 6 Monate bis 12 Monate, das variiert immer, der eigenen Kosten als Haushalt auf der hohen Kante haben. Ich persönlich habe mir da 6 Monate, also als ich angefangen habe mit dem ganzen Spaß, habe ich quasi die Hälfte aufs Tagesgeldkonto gemacht und die andere Hälfte investiert und gesagt, ich lege so lange auf Tagesgeldkonto, bis ich 6 Monate an Kosten gedeckt habe. Und als ich es erreicht hatte, habe ich dann gesagt, ich mache auf 12 Monate, aber es geht nicht mehr 50% rein, sondern halt 10 oder 5% oder so. Oder wenn man mal einen Bonus bekommt oder irgendwelche Einmaligkeiten, dann habe ich die da reingezahlt, dass quasi dieser Puffer, dieser Notgroschen höher wird. Aber das war für mich immer so 6 bis 12 Monate, so grob die Regel. Dass theoretisch, wenn ich gekündigt würde, passiert jetzt nicht mehr, aber jetzt können andere Sachen passieren, aber wenn ich gekündigt würde, dass ich quasi 3 bis 6 Monate easy davon leben könnte. Oder natürlich, wenn Waschmaschine kaputt geht oder so, dann wird es halt davon bezahlt, wenn man kann. Kommt auch ganz stark aufs eigene Sicherheitsempfinden und die eigene Position an. Ne? Also manche fühlen sich da sehr wohl 3 Monatsgehälter vielleicht zurückzulegen, manche auch gar nicht. Die sagen dann, okay, dann nehme ich halt nehme ich meine Kreditkarte, gehe 30 Tage mal drüber, zahle dann keine Zinsen, weil ich nach 30 Tagen wieder abzahle. Also, und in Deutschland, wenn du einen Job verlierst, wir haben auch relativ gutes Sicherheitsnetz. Ja? Man fällt im seltensten Fall direkt auf 0. Klar, kann irgendwie passieren, aber wie gesagt, für jeden anders. Wir hatten schon den Beamten und so weiter, deswegen ist es sehr individuell. Also bei mir sind es eher 3, aber ich habe halt auch keine Kinder zum Beispiel. Ja? Das, Noch nicht. Noch nicht, ja. Noch nicht. Da wird es vielleicht mehr. Ja, das ist mega interessant. Also ich finde es cool, dass solche Fragen auch kommen. Ich persönlich, keine Ahnung, man ist ja selber immer an einem bestimmten Punkt in der Journey. Entweder du fängst halt an oder du bist schon ganz weit. Ich persönlich sehe mich so, als ich habe die finanziellen Grundlagen jetzt geschafft zu verstehen und auch zu machen, aka keine Schulden, Gehaltserhöhungen nicht sofort reinballern und so weiter. Und gehe aber irgendwie davon aus, dass das jeder weiß, weil in meiner Bubble so drumherum, da weiß es jeder. Ich habe halt jetzt gut zu tun mit Leuten, die sich sehr viel mit Finanzen beschäftigen. Deswegen finde ich das super, dass ihr das fragt. Ich wäre nämlich gar nicht auf die Idee gekommen, das zu fragen. Immer weiter her mit den Fragen, wenn ihr noch weitere habt. Wie hoch ist das Risiko, Job zu verlieren, wie schnell und so weiter. Ja, genau, das gehört alles dazu, Bernhard, das finde ich auch. In der Tech-Welt haben wir es natürlich zum Glück nicht so schwer, was Neues zu finden, aber ich persönlich würde mich auch nicht darauf verlassen. Es ist halt immer so eine Wette. Es kann sich auch halt so drehen, je nach Branche und zack, ist es wieder vorbei. Also trotzdem ein paar Monate auf der Kante zu haben, ist, glaube ich, immer gut. Es ist generell auch jobtechnisch nie verkehrt, sich möglichst weiterzubilden, flexibel zu sein. Gegebenenfalls am besten, was ich weiß natürlich, ich habe selbst in der Industrie damals gelernt, ich weiß, das geht dann nicht vom Homeoffice aus, aber aktuell meine Orientierung geht dann eher Richtung Homeoffice, um eben flexibel da auch zu agieren. Denn stell dir vor, du bist in irgendeiner Stadt, führst eine Tätigkeit aus, du wirst gefeuert und musst dann in der Nähe dieser Stadt irgendwie was finden oder du musst halt irgendwie umziehen. Das ist halt auch schwierig, aber ja, wie gesagt, geht halt auch nicht für jeden. Ich kann nur empfehlen, teilweise statt irgendwie Rücklagen auch zu bilden, auch in sich selbst zu investieren. Damit meine ich jetzt nicht irgendein shady Coaching, sondern einfach weiterbilden. Ja? Weiterbildung. Wie zum Beispiel Lisa auch nebenbei macht. Ja? Studiert ja auch nebenbei. Genau. Finde ich auch super interessant, das so alles neben dem Job zu schaffen. Alle Achtung. Ne? Ja. Danke. Das denke ich auch. Also sich immer wertvoller am Arbeitsmarkt zu machen, schadet sicher nicht. Oder verbeamtet. Ja, geht auch. Geht auch. Professor Goldkopf. Okay, cool. Was haben wir noch an Topics? Ich schaue mal kurz auf die Agenda bei uns, weil wir haben natürlich einiges, wo wir noch bei Parkett oder über Parkett sprechen wollten. Aber die Frage ist, ob wir noch irgendwas Bestimmtes haben, was wir mit unseren Experten diskutieren möchten. Deswegen, lieber Chat, haut es gerne rein. Ihr könnt auch sehr geheime Fragen über Parkett stellen, weil ihr wisst ja, somit kann mich nur schwer vor laufender Kamera davon abhalten, Geheimnisse auszuplaudern. Ne? Also NDA. Ja, NDA, hin oder her. Ich mal kurz die Verträge. Das ist der eigene Livestream, ja, da kann man ja mal was bisschen so sein. Also genau, wenn der Chat sonst nichts hat, dann werden wir switchen auf Thema Parkett. Was haben wir als letztes released, was gibt es Neues und was kommt als nächstes und so weiter. Übliche Agenda.
Ich ändere hier auch schon mal was wir hier so auf dem Screen sehen. Aber ja, wir machen langsam. Wir haben ein bisschen Zeit, können kurz verschnaufen. Bitte trinkt auch mal was. Weißt du, welches dein Glas ist? Ja. Das hier? Mhm. Damit es passt. So, ich gucke mal kurz im Chat. Gibt es... das kam vorher noch, die Frage. Seht ihr an euren Followerzahlen, Einkommen, was auch immer, durch eure Insights als Creator, als Influencer, dass das Börseninteresse generell sinkt seit Anfang des Jahres oder seit letztem Jahr? Also ich muss sagen, ich sehe das jetzt nicht direkt. Also was man natürlich merkt, ist, dass viele Leute einfach verunsichert sind und deswegen einen kontaktieren oder einem schreiben. Aber dass jetzt so das Interesse wirklich gesunken ist, signifikant, kann ich bei mir jetzt nicht feststellen, muss ich sagen. Also ich denke oder ich hoffe, dass das dann wirklich auch für viele trotzdem ein langfristiges Thema ist und ja, hoffentlich auch viele dann einfach nicht den Mut verlieren, trotz so einer Phase. Ja, gestern waren wir zusammen ja beim Finanzblock Award mit einigen ausgetauscht. Bei vielen ist es so, dass die Zahlen doch zurückgehen und so weiter. Lies ist in der glücklichen Lage, extrem guten Content zu machen und deswegen ständig, aber man muss schon sagen, ist ein bisschen unikat schon fast. Also jetzt noch in der aktuellen Phase zu wachsen, fällt einigen doch sehr schwer. Ich bin so ein bisschen in meiner Position mit meinem Finanzblog, überwache auch so ein bisschen, sage ich mal, viele andere Blogs und da sehe ich das schon, dass da vor allem die Leute, die wegen dem schnellen Geld irgendwie kamen, dass das jetzt langsam zurückgeht. Dass die Leute ihren Kanal wieder schließen und die Leute, die das so ein bisschen, ich sag mal, aus Hobby machen oder nicht darauf angewiesen sind, aufs Geld, auf einen Blog oder so, dass das da dann ja, weiterläuft. Also wir sehen da auch so meiner Meinung nach eine kleine Marktbereinigung. Es wird aktuell zunehmend schwerer. Langfristig glaube ich nicht, dass das dem ganzen Thema so schaden wird. Aber ich sag mal so, wenn der Aktienmarkt hochgeht, ich sag mal 2021 totaler Hype, 2020 totaler Hype, da im Gegensatz dazu sind wir schon viel weiter unten mittlerweile. Also man kann so ein bisschen sagen, an der Börsenentwicklung kannst du gleichzeitig auch so ein bisschen die Entwicklung von dem ganzen Werbemarkt hier absehen. Beispiel, Kryptofirmen, manche feuern 50% ihrer Mitarbeiter random, irgendwelche große Tech-Firmen im Finanzbereich ebenfalls, Einstellungsstopp, teilweise auch bei den Big-Tech-Unternehmen. Das ist natürlich alles, das geht dann auch, die fangen an, Werbebudget runterzufahren und wenn dann irgendeine Bank zu irgendeinem Finanzblogger ankommt und sagt, ey, kannst du Werbung machen, das geht natürlich auch zurück. Und je weniger Geld dann reinkommt, umso weniger Interesse von dem Blogger, das zu machen, stellt er vielleicht den Blog ein. Ja, also es hat für mich auch eine gute Seite, aber eben für den Gesamtmarkt, man merkt es doch schon ein bisschen. Ein bisschen geht's runter. Würde ich sagen. Die Fragen im Chat fangen auch langsam an, sich um Parkett zu drehen. Deswegen werden wir Parkett auf das Thema switchen. Gebt uns 30 Sekunden. Wir rearrangen hier kurz und dann sehen wir uns gleich wieder, okay? Ich mache so lange ein kurzes Intro rein, damit ihr ein bisschen was zu hören habt, okay? 30 Sekunden. Bis gleich. Okay, und wir sind wieder da. Wie Björn hat es gerade schon gesagt, das hier ist so das Budget fürs Parkett Office. 3 Personen an einem Tisch. Anders geht's nicht. Tut mir leid. Ich guck mal kurz. Ups, das ist ein bisschen zu weit. So. So kuschelig hatte ich es auch noch nie im Stream, Leute. Es wird auf jeden Fall warm. Also Heizkosten sparen wir hier dadurch. Das ist schon mal gut. Ich habe immer einen Blick auf den Chat, ja, aber ihr wisst, ist ein bisschen schwer, vor allem wenn wir jetzt Screen teilen und ich so tolle Gäste habe. Falls ihr
100% garantieren wollt, dass uns eure Nachricht ins Gesicht fliegt, dann könnt ihr Superchat machen. Kann man nicht übersehen. Aber ansonsten versuchen wir selbstverständlich alles im Chat zu beantworten, wenn wir drauf gucken können. Okay, also ich fange an, meinen Screen zu teilen. Ich öffne mir kurz die Agenda hier, damit ich sehe, was ich euch alles zeigen und sagen wollte. Und natürlich haben wir noch 2 mehr, die ihre Meinung dazu abgeben können. Also, Screen, das ist mein Portfolio, das ich normalerweise immer zeige. Da können wir im Schnelldurchlauf kurz durch. Es sind 3 ETFs, die bespart werden. Was ist passiert seit letztem Stream, letzte 2 Wochen? Der S&P 500 hat ausgeschüttet. Der S&P 500 High Dividend Yield. Und zwar am 26. Stimmt es? 26.09. steht hier, ist schon drinne. Wie viel der ist noch? 23. Also, ja, wurde mir von Comdirect schon ausgeschüttet. Warum da 26. steht, weiß ich nicht. Ist das der Montag dann? Vermutlich. Ja. Vor allem, das ist auch eine Aktivität, ne? Gut, whatever. Ich kann mal nachgucken, ob das in der PDF falsch ist oder beim Auslesen. Kannst direkt gucken, ob es ein Bug ist. Aber ja, also wenn wir hier drauf gucken auf den Breakdown, dann sehen wir, dass es anständig steigt mit dem S&P 500 High Dividend Yield, also 134 Euro Rekord bisher. Es steigt langsam, aber das Interessanteste bei mir ist natürlich dieser Vanguard All World High Dividend Yield, der jetzt noch quasi Ende des Monats dann 336 Euro ausschütten wird. Also nicht die 500, die wir hier hatten, aber immerhin trotzdem zweiter Platz von allen Dividenden, die da bisher reinkamen. Also das ist nice. Und da sind wir auch schon bei den ersten Sachen, die sich geändert haben. Nämlich hier haben wir jetzt Average Monthly Income, das monatliche Einkommen. Das wurde im letzten Stream gewünscht. Ihr wünscht euch das, wir delivern. Das heißt, wir nehmen quasi die Dividenden, die über die letzten 12 Monate reingekommen sind, und teilen sie durch 12, um aufs durchschnittliche monatliche Einkommen zu kommen. Das wird an einigen Stellen angezeigt, nicht nur hier. Und wer kein Abo hat, der kriegt noch eine kleine Meldung, wenn es das monatliche Einkommen fürs Abo reicht. Hatten wir auch letztes Mal im Stream ja kurz überlegt, ob wir das als kleines Easter Egg machen sollen, und wir haben es gemacht. Das ist eine Neuerung, die jetzt kam seitdem. Dann haben wir ein paar Sachen gefixt, also zum Beispiel, dass man hier die Tabelle, die neue hier unten, dass man die auch nach Namen sortieren kann. Oder dass Moment, ich sortiere mir das mal kurz nach nach dem monatlichen Einkommen. Dann, dass der Cashflow-Return an sich da ist, hatten wir mit reingemacht. Wir haben hier monatliches Einkommen auch in der Rendite-Tabelle mit drin. Und was wir aber noch nicht gemacht haben, ist die persönliche Dividendenrendite, die Kalkulation zu ändern. Da hatten wir auch eine Unterhaltung hier im Chat, beziehungsweise im Stream, und wir hatten es danach auch im Team sehr davon. Also das wird auf jeden Fall noch kommen, dass wir die Berechnung der persönlichen Dividendenrendite anpassen. Da haben wir auch mit ein paar Experten gesprochen im Hintergrund, und alle sind sich einig, dass die neue Berechnung die aussagekräftigste ist, was man da bekommt. Ein Experte übrigens hier, die Lisa. Genau, also das wird noch kommen. Lasst mich mal kurz gucken. Wir haben noch ein paar Sachen. Machen wir Cookie? Cookie-Banner. Das war ein Thema, das aufgekommen ist in der Community. Und zwar war die Frage, dazu brauchen wir den Screen gerade nicht, da war die Frage, Cookie-Banner, wir hatten ja immer damit geworben, ich hatte das auch, war auch sehr stolz drauf, dass wir quasi keinen Cookie-Banner gebraucht haben, weil wir quasi kein Tracking auf der Seite hatten. Und jetzt ist ein Cookie-Banner da. Also was geht ab? Was ist passiert? Und dann habe ich direkt in der Community auch geantwortet und gesagt, das werde ich heute adressieren. Also will ich einmal kurz erklären, was da dahinter steckt, warum haben wir einen Cookie-Banner, warum brauchen wir es, können es nicht anders, und was haben wir uns überlegt, um trotzdem natürlich die größtmögliche Privacy zu sichern und so weiter. Im Endeffekt gibt es 2 große Topics, warum man Cookies einbindet. Das eine ist, ich habe Werbung auf meiner Seite und will den Werbenden ermöglichen, dass die quasi tracken, was da abgeht. Und das sind diese Haupttracking-Dinger, die ihr kennt, wenn ihr auf Newsseiten geht und so weiter. Da, wo quasi diese ganzen Ad-Networks getrackt werden und wo ihr auch über mehrere Seiten getrackt werdet, sodass ihr überall die gleiche Werbung seht oder sowas, ja. Das sind diese Cookie-Banner. Und dann gibt es die andere Art von Cookie-Banner, und das ist, wenn ihr selbst Werbung macht. Und
genau da kommen wir hin. Wo steht Parkett jetzt aktuell? Wir hatten das Glück, dass wir die letzten 2 Jahre eigentlich sehr organisch gewachsen sind. Wir haben quasi kein Marketing gemacht oder sehr wenig oder organisches Marketing, wie auch immer man es nennen will. Aber wir haben keinen Euro für Paid Ads ausgegeben. Und jetzt sind wir aber an einem Punkt, wo wir langsam in die Richtung gehen, wo wir sagen, wir investieren in Marketing, wir investieren auch in bezahlte Werbung. Und da haben wir auch mit ein paar Experten gesprochen. Das war auch für mich das erste Mal, dass ich mich überhaupt mit bezahlter Werbung auseinandersetze. Zum Beispiel, dass wir Werbung auf Google schalten oder auf Facebook oder wo auch immer. Und diese Werbung zu optimieren, also zu gucken, okay, wird es an die richtige Audience ausgespielt, sind die Texte anständig und so weiter. Also da quasi einen guten Return on Invest zu haben, dass im Idealfall, wenn wir 1.000 Euro ausgeben für Werbung, kommen 2.000 zurück über Abos oder 3.000 oder was auch immer, dass dieser Return on Invest positiv ist, da müssen wir quasi tracken, wann hat eine Werbung denn ein Abo ausgelöst. Und nicht nur wir müssen das wissen, sondern auch also die Plattform, über die man wirbt. Warum? Weil dahinter stehen jetzt Algorithmen. Also wir können nicht mal ansatzweise das so gut optimieren wie jetzt der Algorithmus bei Google zum Beispiel. Also ich mache ein Beispiel. Google zeigt unsere Werbung 1.000 Leuten an, aber wenn Google nicht weiß, wer dann ein Abo abschließt, also nicht welche Person speziell, sondern welche Werbung für ein Abo gesorgt hat, dann können die es nicht optimieren. Dann können die nicht sagen, okay, die Werbung spielen wir häufiger aus oder die Werbung spielen wir zu der und der Tageszeit häufiger aus oder so. Das heißt, wir müssen Rückmeldung geben, es wurde ein Abo abgeschlossen, so dass Google weiß von den 30 Werbungen, die wir hinterlegen, welche davon hat den Impact und dann optimiert Google quasi das Ausrollen dieser Werbung. Das heißt, wir müssen einen Cookie setzen quasi bei uns, um zu wissen, ob jemand, der kein Abo hat, irgendwann ein Abo abschließt und ob der über so eine Werbung kam. Wenn wir das nicht machen, dann ist es wie Marketinggeld anzünden. So wurde es mir auch gesagt und genauso ist es. Wir können es nicht optimieren, dann können wir es auch lassen. Das ist quasi der ganze Grund. Jetzt gab es noch ein paar weitere Kommentare dazu. Ja, man bräuchte eine Auswahl, welche Cookies, welche Provider und so. Es gibt bei uns keine Auswahl. Wir haben genau einen Provider. Wir setzen nur bei einem Provider Werbung. Das heißt, wenn man das akzeptiert, dann hat man das. Ihr seht es auch, wenn ihr bei Tracking quasi schaut, bei den Skripten, falls ihr jetzt zum Beispiel einen Adblocker habt und so weiter, da seht ihr das auch. Ja? Das ist genau ein Skript. Also wir sind da jetzt nicht aufgestellt wie eine Newsseite, wo ihr drauf geht und ihr habt 40 Skripte oder irgendwie sowas, sondern wir versuchen so wenig wie möglich zu machen, damit wir einen Return on Invest haben, damit es überhaupt sinnvoll ist. Jeder, der schon mal Marketing gemacht hat oder Werbung geschaltet hat, wird mir da zustimmen. Und wir haben wirklich lange diskutiert, auch mit Experten, also die das quasi hauptberuflich machen, Werbung schalten, wie wir das reduzieren können und minimieren können. Und das Beste, was wir gefunden hatten, war jetzt, dass ihr quasi, wenn ihr ein Abo habt und auf unsere Seite kommt, dann lehnen wir den Cookie, den Consent quasi automatisch ab. Da habt ihr nicht mal eine Wahl. Das heißt, sobald ihr ein Abo abschließt oder wenn ihr ein Abo habt und ihr kommt auf die Seite, wird abgelehnt und gut ist. Und dann wird da auch nichts geladen oder sonst was. Das ist so das Beste, was wir machen konnten. Und bei quasi Leuten ohne Abo wird dieser Cookie angeboten sozusagen. Wenn ihr ablehnt, dann ist auch okay. Wenn ihr ihn akzeptiert, helft ihr uns, vor allem, wenn es halt über eine Paid-Werbung kam, weil das halt dann optimiert. Ja. Worst-Case-Szenario ist für uns, wir geben 1.000 Euro aus für Werbung und haben keinen Plan, wie viel Return da zurückgekommen ist. Das ist quasi, wenn man das nicht macht. Weder wir wissen das, noch der Anbieter weiß es. Und Best-Case-Szenario ist eben, dass wir sagen können, okay, wir haben hier 30 verschiedene Werbebotschaften quasi ausprobiert, haben 1.000 Euro reingesteckt oder 10.000 Euro reingesteckt und wir wissen, wie der Return war. Und wenn der Return schlechter ist als unsere Ausgaben, dann lassen wir es oder probieren was anderes. Und wenn er besser ist, dann wissen wir, okay, das ist ein Kanal, mit dem wir arbeiten können. Das heißt, es geht um Wachstum, es geht um Paid Ads, die wir quasi setzen, also nicht andersrum. Und es geht darum zu gucken, wie da die Conversion ist. Ja? Also das so aus Unternehmersicht, aus Unternehmenssicht, warum das so ist. Das wollte ich euch einmal erklären. Habt ihr irgendwas, was ihr dazu geben wollt? Ansonsten... Nee, nur dass wir uns alle darüber einig sind, dass wir Cookie-Banner eigentlich nervig finden, dass wir es so unkompliziert, also was heißt unkompliziert, so angenehm wie möglich gestalten wollen und halt so privacy-freundlich. Also wir weichen nicht von unserem Kurs ab, den wir hier haben, sondern
Ja, und es ist halt auch nicht, dass wir irgendwie sagen, oh ja, wir wollen jetzt, hier hat schon einer geschrieben, Front of the News Sites. Wenn man da auf viele Seiten raufgeht und man sieht erstmal, keine Ahnung, 20 Seiten irgendwelche Bedingungen, das ist etwas, was keiner, sag ich mal, will. Ja? Hätten wir auch nicht gern. Ja. Ich finde es auch interessant, das habe ich auch erst dadurch erfahren. Ich dachte eigentlich, als Seite muss man beides anbieten. Du musst die Seite quasi ohne Cookies anbieten können, also nutzen können und mit. Aber es gibt Seiten, wo du einfach gar nicht drauf kommst. Also es gibt einige News-Seiten und sogar der Duden hat es so, wenn du auf die Duden-Seite geht, dann hast du die Auswahl, entweder ich bezahle oder ich akzeptiere alle Cookies und Tracker. Was anderes gibt es nicht. Es gibt keine Auswahl und es gibt auch keine cookielose Seite. Ich persönlich als Unternehmen finde das fair, finde das gut, aber als User denke ich mir, ich wusste nicht, dass es erlaubt ist. Das habe ich auch jetzt erst gelernt, aber das machen einige Seiten so. News-Seiten, der Duden und wahrscheinlich noch ein Haufen andere. Okay. Jemand schreibt, das automatische Ablehnen funktioniert nicht. Habe den Banner gesehen, nur als Info für euch. Den Banner siehst du, wenn du auf Parkett.com gehst, weil auf Parkett.com ist eine statische Seite. Da gibt es kein Login, da gibt es kein... Parkett.com weiß nicht, dass du ein Abo hast. Wenn du einmal auf dein Portfolio gehst, dann sollte es eigentlich weggehen, wenn du ein Abo hast. Wenn nicht, dann melde dich bitte nochmal per Mail. Und dann solltest du es auch auf Parkett.com nicht mehr sehen. Aber das mit dem Abo, da musst du einmal in dein Portfolio-Dashboard gehen, weil nur diese Seite kennt quasi deinen Abo-Status. Darüber schrieb noch jemand, ob es sein kann, dass es im Session Storage gespeichert ist. Vielleicht, dass wir da, weil der Banner bei ihm häufig kommt, vielleicht... Nee, das kann ich sagen. Wenn du kostenlos benutzt und du den Cookie-Banner ablehnst, dann zeigen wir ihn irgendwann an, weil wir setzen keinen Cookie, genau, also wie du sagst, wir setzen keinen Cookie oder nur sehr temporär, um zu speichern, dass du keine Cookies willst. Das war auch so eine Diskussion, ja. Wenn jemand sagt, ja, ich will keinen Cookie, speichern wir das in einem Cookie oder nicht? Oder im Local Storage oder im Session Storage oder was auch immer. Aktuell haben wir da den Threshold auf einem Tag. Das kann ich mir vorstellen, oder müssen wir sehen, wie es läuft. Ja? Wenn wir da mehr Nachrichten bekommen, dass es irgendwie nervig ist oder sonst was, können wir gucken, ob wir die Zeit erhöhen oder so. Aber da war so ein bisschen dieses, ne, nutzt du einen Cookie, um zu speichern, dass du keine Cookies willst oder nicht. Gut, Local Storage übrigens, falls du jetzt darauf gehst, jetzt wird es ein bisschen technisch, aber Local Storage wollten wir auch nicht nutzen, weil das halt auf der Hälfte der Devices nicht funktioniert und mit Incognito Mode und so weiter gibt es eklige Errors, das ist ganz sehr unangenehm. Und das Letzte, was wir wollten, ist, dass halt der Cookie-Banner in irgendeiner Form die Funktionalität beeinflusst, dass da irgendwas nicht funktioniert und plötzlich kannst du die Seite nicht mehr benutzen oder so. Das wäre Worst-Case-Szenario, das wollten wir nicht. Alright, da wir ein bisschen was haben, würde ich auch zum nächsten Thema gehen, nämlich iOS-App. Also, diese Woche stand voll im Zeichen der iOS-App. Wir haben die iOS-App gelauncht, die neue, ist im App Store, wird fleißig benutzt. Wir kriegen super, super gutes Feedback. Es war auch schon einiges im Chat, vielen Dank dafür. Und wir sehen es in den Reviews, wir kriegen es per Mail, Community und so weiter. Das ist Hammer. Das Feedback. Wir entwickeln natürlich fleißig weiter, fixen Bugs. Danke auch noch an alle Beta-Tester, die so fleißig getestet haben. Das ist wirklich, wirklich cool. Wir priorisieren, gucken gerade, was wir so als nächstes in der App machen. Ne? Welche Bugs fixen wir als erstes? Was sind die nächsten Features, die reinkommen? Was sind plattformspezifische Features, die Web-App gar nicht liefern kann, die wir vielleicht machen? Homescreen-Widgets, whatever, solche Sachen. Aber es wird fleißig weitergehen mit den Apps. Und da gibt es, also ich komme gleich zu Android, aber was iOS-App betrifft, gibt es da noch irgendwas sonst zu sagen? Vielleicht nochmal der Hinweis, wem die App gefällt, dass die Bewertungen für uns natürlich super wichtig sind im App Store und das uns halt auch einfach enorm hilft. Ja, das wäre mega, wenn euch die App gefällt, wenn ihr Parkett regelmäßig nutzt und so weiter, lasst uns eine anständige Review da. Das hilft uns wirklich extrem. Und was gab es noch? Da gab es noch irgendwas. Ah ja, das können wir auch noch sagen. Wenn ihr euch entschließt, ein Abo abzuschließen, das dürfen wir leider nur hier sagen, in der App dürfen wir das nicht sagen. Wenn ihr euch entschließt, ein Abo abzuschließen, dann macht es auf der Webseite, nicht in der App. Ihr könnt es in der App machen, ja, aber wenn ihr es tut, dann müssen wir quasi 30% von unserem Revenue abdrücken. Das tut ein bisschen weh. Deswegen macht das
gerne auf der Webseite, nicht in der iOS-App. Ich muss mir hier kurz Notifications ausmachen oder gucken, wie es geht. Bei Fokus vielleicht? Hast du so nicht stören? Sehr gut. Danke. Mein IT-Support. Tech-Support. Okay, lass mich mal kurz gucken hier auf die... Okay, dann lass uns kurz über Android sprechen. Android ist in Beta, wird fleißig getestet. Von der Funktionalität her ist es im Prinzip gleich wie die iOS-App. Ich habe es ja auch schon gezeigt, letztes Mal im Stream, glaube ich, Demo gemacht. Aber was ist die Problematik? Warum konnten wir es noch nicht releasen oder werden es auch nicht diese Woche releasen? Ist einfach die Fragmentierung der Geräte. Das heißt, wir müssen einfach viel mehr testen und wir müssen auch externe Services einkaufen, weil wir können nicht jedes Gerät kaufen, sondern wir brauchen externe Services für automatisierte Tests auf verschiedenen Geräten und verschiedenen Versionen von Android. Da kriegen wir viel aus dem Beta-Feedback zurück, dass es bei manchen nicht funktioniert oder es gibt den einen oder anderen Bug oder was auch immer. Das ist das Einzige, was noch vor dem Release quasi steht, also Bugfixing bei Android und dann geht's auch als nächstes an. Also das ist so die Hauptpriorität in der Mobile-Entwicklung, dass Android released wird. Endlich. Übrigens, wir lesen den Chat. Vielen, vielen Dank für die ganzen lieben Kommentare bezüglich der iOS-App an der Stelle. Ich hätte noch jemand geschrieben, ob die App auch für das iPad angepasst wird. Wir haben unser Feature-Voting-Tool. Da könnt ihr gerne einfach ein Like hinterlassen oder kurz reinschreiben, abstimmen, ob das für euch relevant und wichtig ist. Denn auch wir, also besonders wir, müssen unsere Kapazitäten sehr streng einteilen. Wir wollen quasi das Beste aus den Abonnentengebühren, sage ich mal, die wir von euch, ne, unseren Nutzern erhalten, am sinnvollsten einsetzen. Und deswegen macht ihr uns eine große Hilfe, indem ihr da einfach mal abstimmt, was ist für euch relevant, was bringt euch den besten Value, den besten Nutzen, damit wir dann eben auch da in die Umsetzung kommen können. app.parkett.com/feedback. Da könnt ihr abstimmen für iPad-Anpassungen. Ich persönlich nutze Parkett auch sehr viel auf dem iPad, aber ich nutze die Webseite quasi auf dem iPad, die eigentlich sehr gut funktionieren sollte. Tut in meiner Erfahrung nach. Deswegen gerne das tun, also das benutzen bis dahin. Aber ansonsten auf unserer Feedback-Seite hochvoten die iPad-Anpassung. Was ist so das Feedback, das wir bekommen haben über Social Media, Insta und so weiter? Sehr, sehr gut auf jeden Fall. Also meinst du jetzt die iOS? Oder iOS-App, ja. Ja, also es gab ein paar Bug-Reports, die wurden dann auch direkt weitergeleitet, aber größtenteils wirklich sehr viel positives Feedback und das geht dann auch immer direkt an unsere App-Entwickler und das freut die natürlich auch enorm, dass das wirklich dann so gut ankommt und wirklich viele einfach die App sehr toll finden und das auch mitteilen. Das ist natürlich für uns auch richtig toll dann zu hören und zu lesen. Mega. Alright, dann lassen wir das App-Thema hinter uns. Wir haben noch ein bisschen was, aber jetzt geht es mehr Richtung Ausrichtung. An was arbeiten wir aktuell, wenn wir nicht hier zu dritt mit euch chillen? Und eine Frage haben wir an euch, wo uns quasi eure Meinung interessiert. Ich teile nochmal meinen Screen. Das ist die Asset-Page für Apple, also die Übersichtsseite, die ihr ja mittlerweile kennt, wo wir die News haben, Prognosen, Fundamentaldaten, Kurschart natürlich, Dividendenhistorie, Unternehmenszahlen und so weiter. Und natürlich ist die Seite geprägt von einigen Zahlen. Und was uns interessiert ist, in welcher Währung hättet ihr das hier gerne angezeigt? Also wir sehen ja hier, der Kurs ist in Euro und das machen wir eigentlich überwiegend so. Wenn wir Kurse in Euro haben, dann zeigen wir sie in Euro an. Ansonsten in der Währung, in der wir sie halt haben. Aber die Fundamentaldaten hier oder die Dividenden unten oder auch die Unternehmenszahlen, die sind in der Originalwährung. Ja, also hier steht jetzt 2,41 Billionen Dollar Marktkapitalisierung und so weiter. Oder auch und da wird es ein bisschen komisch, das 52-Wochen-Hochtief ist jetzt in Dollar, was ja eigentlich der Kurs ist, aber hier ist der Kurs halt in Euro. Da würde uns eure Meinung interessieren. Möchtet ihr diese Werte, Marktkapitalisierung, das Hochtief, auch hier unten die Dividendenwerte und vor allem auch die Unternehmenszahlen, Umsatz, Bruttoeinkommen, EBIT und so weiter, in Originalwährung oder in eure Zielwährung umgerechnet, also üblicherweise Euro. Das interessiert uns sehr. Schreibt uns das im Chat, wie da eure Meinung ist. Da haben wir im Team so ein bisschen drüber diskutiert und wir haben gesagt, komm, wir fragen einfach im Livestream.
Da haben wir die User am Start. Sagt uns das, was ihr denkt. Ich sehe schon, die ersten 2 Meinungen gehen nämlich schon auseinander. Schreibt es ein bisschen und wir lesen das im Nachhinein. Gehen wir jetzt nicht drauf ein, sondern ich wollte einfach einmal die Frage raushauen. Und wenn jemand dazu eine längere Meinung hat oder vielleicht sogar eine Auswahl möchte oder, dann könnt ihr das gerne in die Community posten. Ja, dann macht einen Post und sagt uns, was ihr denkt, wenn es ein bisschen länger gehen soll. Aber wenn ihr einfach kurz eure Meinung raushauen wollt, haut es hier in den Chat und wir lesen das dann im Nachhinein. Gut. Ich gucke auf die Agenda, dann erzählen wir eigentlich jetzt nur noch, wo wir aktuell dran sind, ne? Wo seid ihr so dran? Ich freue mich auf die neuen Dividenden-Features. Dividenden-Features hier. Wo bist du dran? An den Bugs der Community. Genau. Aber das Ding kannst du, glaube ich, sagen, die Erklärungen der Begrifflichkeiten, oder? Ja, genau. Ich mache mal ganz kurz hier. Ja, take it. Wir hatten in der letzten Zeit sehr, sehr viele Rückmeldungen. Wie werden die Sachen berechnet, die Metriken, die Parkett hat, wie funktionieren die Performance-Vergleiche, wie funktioniert das alles? Ich bin gerade dran, alles zu erklären. In einem FAQ, dass wir es auch vernünftig verlinken, damit dann jeder quasi nachvollziehen kann, was bei uns quasi abgeht, wie das berechnet wird, um für euch mehr Transparenz zu schaffen. Es ist aber tatsächlich eine relativ aufwendige Aufgabe. Es wird noch einen Augenblick dauern, aber genau, daran bin ich zum Beispiel gerade dran. Ja. Aber ihr könnt da gerne auch nochmal in der Community am besten mal nachfragen, was euch besonders da interessiert. Dann ja, kann man darauf hinarbeiten. Ne? Weil ich ziehe das vor allem das Feedback aus der Community, was wird besonders oft gefragt, was ist unverständlich, um daraus dann quasi Verbesserungen zu entwickeln. Das machen wir eigentlich bei allen Sachen so. Genau. Sehr gut. Die Frage war quasi auch noch hier gerade Euro versus Originalwährung oder Zielwährung versus Originalwährung, so muss man es eher sagen. Es geht alles, wollte ich nicht sagen, dass ihr jetzt jede Metrik in allen Währungen bekommt, sondern eher, dass von der Usability her könnten wir alles machen. Also wir könnten sagen, ihr könnt in eurem User-Profil eine Zielwährung einstellen und dann sind alle Asset-Pages in dieser Währung. Oder wir können oben auf den Asset-Pages eine Auswahl machen und sagen, ihr wählt pro Asset aus und Default wird halt Originalwährung geladen und so weiter. Also das sind einfach solche Diskussionen für euch als User. Und was würdet ihr erwarten, wenn ihr zum Beispiel das googelt? Wenn ihr sagt, ja, Apple Aktienkurs und ihr kommt dann auf eine Seite, erwartet ihr das dann in Euro aus dem Land, wo ihr euch befindet oder in der Sprache, in der das angezeigt wird, oder erwartet ihr das in der Originalwährung des Wertpapiers? Das sind so Sachen, die uns interessieren, damit wir Defaults anständig einstellen können und die Usability, wie ihr das auswählt, auch gut machen können. Gut, dann kommen wir mal auf die Sachen, die als nächstes kommen. Weil wir sind jetzt schon über eine Stunde am Start und dann wird es, denke ich, ganz gut zusammenpassen. Dann sind wir wieder bei 1,5 Stunden, dass wir den Stream nicht zu lang machen. Und dann würde ich mein Team zum Essen einladen, wenn es euch nicht stört, wenn es okay für euch ist. Ein paar eure Abos werden dann für heute Abend Dinner sein. Okay. Android-App habe ich schon erwähnt, die kommt als nächstes. Dann die Änderung der Kalkulation der persönlichen Dividendenrendite. Das hatte ich eigentlich letztes Mal schon gesagt, dass wir das relativ schnell machen, aber da gab es ein bisschen Delay, also entschuldigt das ist heute noch nicht fertig, aber das werden wir angehen. Ist quasi ganz oben auf der To-Do. Was Lisa gemeint hat mit, sie freut sich auf die neuen Dividendensachen, da werden wir eine neue Seite veröffentlichen für die Assets, wo ihr noch ein paar mehr Details, Insights bekommt bezüglich Dividenden. Das ist ganz cool. Dann endlich Portfolio-Gesamtübersicht. Das wurde hier schon im Chat auch gefragt. Ich habe heute angefangen, daran zu programmieren, Konzept quasi über die letzte Woche gemacht. Aber ja, Portfolio-Gesamtübersicht, wir sind quasi dran zu programmieren. Auch da ergeben sich sehr interessante Problematiken oder Fragen, die wir quasi beantworten. Ne? Was ist, wenn du eine Apple-Aktie in jedem Portfolio hast und du zeigst dir eine Gesamtübersicht an? Wie willst du das da angezeigt haben? Zusammensummiert oder getrennt? Was machst du, wenn das eine Portfolio Euro ist, das andere Dollar und so? Einfach, was nimmt man als Default sozusagen oder was nimmt man an? Aber die Probleme kriegen wir gelöst und wir arbeiten natürlich mit dem Beta Circle und euch, um das
möglichst gut dann zu validieren, was wir uns dabei gedacht haben. Aber an der Portfolio-Gesamtübersicht sind wir dran. Noch eine Geschichte. Wie gesagt, Feature Voting, ganz wichtig, wenn ihr da irgendwo liked und bei einem Feature, zum Beispiel der Gesamtübersicht, da versuchen wir jetzt auch aktiver noch zu kommunizieren. Wenn ihr da liked, kriegt ihr eine Benachrichtigung, wenn dann zum Beispiel ich oder Sumit oder Lisa oder wer auch immer aus dem Team da was zu schreibt, wir sind gerade in der Entwicklung oder es ist live, es ist in Beta. Solche Benachrichtigungen schicken wir dann raus, kriegt ihr per E-Mail und dann könnt ihr auch die Ersten sein, die dann das neue Feature testen oder auch noch Einfluss auf die Entwicklung nehmen, indem ihr dann sagt, ey, guck mal, bei diesem Feature wäre noch ganz toll dies und dies und dies. Einfach gerne das, wie gesagt, hat Sumit schon in den Chat gepostet, findet ihr auch in unserer Community, community.parkett.com und dann einfach bei Starte hier, seht ihr alle Links, Feature Voting, Feedback Voting, darauf und dann bei euren Sachen einfach mal einen Daumen hoch geben oder was dazu schreiben und dann seid ihr da automatisch quasi drin, dass ihr auch Benachrichtigungen bekommt. Sehr guter Input, Björn. Nicht schlecht. Mega, also die Leute sagen hier, sie gönnen dir kein Free Lunch. Ja, was soll ich dazu sagen? Okay, ich gucke kurz drauf. Was haben wir noch? Also Portfolio-Gesamtübersicht ist ein dickes Ding. Okay, geil. Danke für den Superchat. Ich dachte, also für Portfolio-Gesamtübersicht, ich dachte schon, es wäre für Björns Lunch. Das ist geht, aber nee, es ist für die Portfolio-Gesamtübersicht. Okay, mega nice. Vielen Dank. Was auch noch kommt, wo wir gerade dran sind, es wurde nämlich auch schon gefragt, ich habe es auch auf Twitter mal kurz angeteasert, nämlich die Coin Crow, CRO, wird ganz häufig, haben wahrscheinlich auch einige von euch im Portfolio und ihr könnt es aktuell nicht abbilden. Und ich hatte auf Twitter einen Screenshot geteilt, wie wir das quasi schon haben als Team im Team, die Coin. Folgende Situation, wie das aktuell ist. Wir haben einen neuen Datenprovider und der hat die Kurse dafür und so weiter. Das heißt, wir werden das anbieten, auch relativ bald. Der Grund, warum es heute noch nicht da ist, ist, weil wir für alle diese Coins die historischen Kurse ziehen müssen. Und das ist jetzt ein bisschen was Technisches, aber der Datenprovider bietet quasi nicht an, dass wir alle auf einmal holen, sondern es wäre ein bisschen nervig, die zu holen. Wir arbeiten mit einem Datenprovider, bla bla bla, bis Ende des Monats sollte das da sein. Also bis Ende des Monats, und das ist ja jetzt nicht mehr lang, ich glaube, bevor dem nächsten Livestream sozusagen, sollten CRO, Crow da sein und über 1000 weitere Coins. Also damit haben wir ein sehr, sehr großes Krypto-Portfolio und keine Ahnung, ob ihr immer noch in Krypto investiert oder ob das Thema sich bei euch erledigt hat oder nicht. Aber wenn ihr es tut, dann ist der Support bei Parkett, ich würde sagen, 300% besser in den nächsten 2 Wochen. Das ist ein harter Claim, aber ich glaube, wir können delivern. Cool. Das ist Krypto und damit habe ich es eigentlich. Wir haben überhaupt nicht über Porsche geredet, was vielleicht ein bisschen Missed Opportunity ist. Vor allem mit Jonathan dabei, aber habt ihr gezeichnet? Habt ihr oder versucht ihr es? Wie läuft das? Wir haben quasi beide gezeichnet. Ihr seid beide am Start? Ich noch nicht. Community, seid ihr am Start? Habt ihr, schmeißt ihr direkt in Porsche rein? Direkt 30% vom Portfolio? Also ich würde gerne, aber ich warte noch. Ich warte mal den IPO ab, weil da immer ein bisschen crazy Zeug passiert und so. Aber ich hätte schon Lust. Aber ja, ich habe, wie gesagt, auch keine Cash-Reserven, wo ich jetzt irgendwie fett reingehen könnte oder so. Aber es zu meinem Portfolio hinzufügen, fände ich nice. Wenn ich schon keine Karre kaufen kann oder kaufen will, dann profitiere ich wenigstens von die es tun. Okay, Chat sagt auch schon ja. Okay, Leute, wir sind am Ende angekommen. Ihr könntet nochmal den Daumen hoch da lassen, wenn ich mein Team hier häufiger nach Hamburg bestellen sollte. Aber nee, also ich fand es mega. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Ich weiß, ihr seid nur deswegen gekommen und zufällig kommen direkt hat das Event an den gleichen Tag gesetzt. Aber das war mega. Dankeschön. Danke dir. Danke ebenfalls. Großzügiger Chef. Ich glaube, ich muss jetzt hier ein Office ausbauen, damit ich Platz habe für alle. Das ist auch ein bisschen weird. Ihr seht es natürlich nicht, aber wir sitzen hier zu dritt, vorhin noch Jonathan dabei. Und da ist ein Babybett. Ich das mal auf mit dem Hocker noch. Willst du es sagen? Ja. Und da ist ein Babybett im Ich glaube, Raum. das ist bestimmt am Anfang schon aufgefallen, dass ich so unerwartet groß war. Moment, wir sind nämlich alle leider ein bisschen größer. Das können wir vielleicht. So. Das ist traurig. Ich bin standardgroß, ich bin nicht super klein. Nee, man muss dazu sagen, wir sind, glaube ich, alle 1,95 aus Versehen, weil wir große Leute
einstellen. Einfach nur, das ist ein Auswahlkriterium bei uns. Außer bei Frauen. Außer bei Frauen, da machen wir natürlich eine Ausnahme, ja, ist klar. Ja, also im Team ist definitiv, ja, wir haben einige 1,90 Leute im Team. Und das wussten wir vorher nicht, weil wir ein Remote-Team sind. Das heißt, wir sehen die meisten Leute, oder wir sehen uns ganz selten in Person. Da war das vorhin eine hübsche Überraschung. Okay, damit sind wir durch. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen, Einschalten und so weiter, was man da auch sagt. Ihr wisst, wie es läuft. Like, subscribe, der ganze Kram. Community-Fragen haben wir diesmal nicht gemacht, aus besonderen Gründen. Wir schieben alles, was ihr in der Community unter dem Stream gefragt habt, aufs nächste Mal und werden die da beantworten und alles, was da kam. Wir gehen jetzt was zusammen essen und uns ein bisschen austauschen. Wie gesagt, wir sehen uns sehr, sehr selten in Person und wir wünschen euch einen wunderschönen Freitagabend, guten Start ins Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.